That likely means the former Duke Ire wants us to attack the fortress to make up for his disadvantage in troop strength. The numbers don't lie. One needs 3 times the forces of their enemy to claim a castle in a siege. Although, that's if you attempt to take it head on. So, do we have a plan or what? I mean, Fort Mercius is basically impenetrable. Actually, this one time we came home well after curfew and had to try and sneak back in. Turns out there was no way in. The guards mistook us for bandits, and Father shouted at us until he lost his voice. Good times. The good news is that we have learned of a passage into the fort which has been kept secret since its construction. The bad news is that Ire likely also learned of the passage when he was Prime Minister. Unless his reason has completely taken flight, the man will take some sort of measures to defend it. The fortress is huge in size. We should organize small teams and be attacking from many points. If we achieve success, we can open the gates from the inside and be giving the enemy a surprise. It only serves other regions if the Empire starts shedding Empire blood. We should find a resolution that minimizes casualties on both sides. Is this the part where I chime in? Because, if you want to coax someone out of hiding, breaking down the door is the wrong way to go about it. That'll only push them further into their shells, so I think we should try talking to them instead. Is it just me, or is our corner of the world an uncontrolled mess? Why don't we just put all of your plans into action? We've got the numbers to do it. We can sneak soldiers in, use the secret passage, talk it out, and apply brute force all at the same time. Klingt nach einem Plan, dieser Zwischenstory. Jetzt kann ich auch nicht mehr was sagen. Ja, erster Kampf gemacht in Kapitel 13 und direkt so eine Szene. Super, ne? Ich schneide es euch irgendwie davor von der nächsten Folge. Also die jetzige Folge ist das dann. Ist ein bisschen verwirrend beim Schneiden, egal. As long as one of those approaches works, we'll win. That's actually not a bad plan, and it didn't even come from me. Amazing! I mean, the brute force part is a little risky, but I dare say you're learning. An intriguing idea. But what about the hostages? If we force our way in, they're likely to be killed. I will not permit that to happen. And while my father may be a fallen noble, he is still a noble, and not the sort of man to start butchering innocent people when the tides turn. I pray you are right, Ferdinand. Though I believe you never know what a person is capable of until they act. We will proceed with this plan at once, adapting as the situations dictate. We cannot fail. Not here. Not now. Okay. Gut, dann Leute, sehen wir uns gleich wieder dann beim Hauptkapitel. Also beim Hauptkampf. Ja, hoffentlich. Wenn nicht, kommt wieder eine Szene, die zwischendurch kam. Ich werde es ja sehen. Ciao. Servus Leute, willkommen zu Xenoblade. Genau, Fire Emblem Warriors. Ah Gott. Ich bin zu viel am Aufnehmen gerade. Und komme dann voll durcheinander. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt beim Hauptkampf von Kapitel 13. Wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Beide möchten Expeditionen machen. Wir haben keinen Platz für Vorräte. Es sind Unterstützungsgespräche offen. Eine Einrichtung ist erweiterbar und wir haben mit Byleth, Gerald und Leonie eine Nebenquest tatsächlich. Wie ihr hier sehen könnt. Und hier musste ich mich überall durchprügeln. Ich habe die gar nicht gemacht. Strategie. Du hast erfolgreich feindliche Kundschafter besiegt und somit deinen Pionieren ermöglicht, mit ihrer Arbeit weiterzumachen. Wir haben genug Steine, jetzt müssen wir nur noch das Katapult errichten, dann ist unser Plan vollendet. Ein Angriff aus der Ferne wird uns einen Vorteil in der Schlacht bringen. Wir beschleunigen unsere Vorbereitungen, dass wir es rechtzeitig schaffen. Hier wollen sich Geld für zahlen, oder was? Für Rüben, Kichererbsen und Kohl. Nee. Das ist es mir nicht wert. Zurück ins Lager. Und ich habe übrigens peinlicherweise was festgestellt, was man machen kann. Erinnert euch noch an die Zeit, wo wir so völlig planlos durch das Basislager gerannt sind, um zu gucken, wo wir eigentlich hin müssen, zum Thema Teleportieren? Ja, ich hätte vielleicht mal auf den Reiter Einheit gehen sollen, weil da kann man sich dann nämlich zu allen hin teleportieren. Man muss nicht erst dumm rumlaufen und suchen, wo die sind. Ja, ist leicht peinlich.
Ja. Beilev, einmal kurz ausreiten. Wir waren in den Bergen. Das heißt, mit ihr gehen wir jetzt an den Fluss. Ja. Ich gab jene auf, von denen ich wusste, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten, und widmete mich stattdessen jenen, die noch eine Chance hatten. Dafür wurde ich verteufelt. Aber was hätte ich denn sonst tun sollen? Darüber nachdenken, ihr sagen, soll ich keine Sorgen machen. Es wird immer jemanden geben, der die richtige Entscheidung akzeptieren will. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, aber trotzdem, ich denke immer darüber nach, ob ich etwas hätte anders machen können. Geht uns allen so, oder? Zur Expedition! Jawohl. You wanna go for a ride? All right. Und zwar zum Ufer. Let's discover something new. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, ein perfektes Date hinzulegen. Wir haben es nur einmal geschafft bislang. Ich weiß gar nicht mehr wem. Ich hab's vergessen. Du erreichst das Ufer eines atemraubenden Sees. Das ist ein See da hinten? Sieht doch klein aus. Es fühlt sich an, als könntest du die Ruhe direkt einatmen. It's always good to have a source of water nearby. Ja. Okay. Drückt mir die Daumen. Jetzt geht's los. Der Verkacken-Modus beginnt. Okay, man kann es als See zählen. Als Kleinsee. Sprechen. I took naturally to the sword from the first moment I held one. Angeberin. Von einer eigenen Schwerterinnerung erzählen, sagen, ist also bloß Glück, nicken. Ich erzähle mal von einer eigenen Schwerterinnerung. Jo, 1-0, sehr gut. Dann stellen wir eine Frage. Und zwar... Nein, vorliegende Fragen. I don't know if like is the right word, but I find myself helping people almost reflexively. Das Gutheißen, Verständnis zeigen. Ich heiße das gut. Really? Ja, 2, komm, jetzt muss der dritte auch noch herkommen. Alter, was mache ich? Wir sprechen. I've always had strange dreams. You? Verraten, dass du auch welche hast. Komm, das muss stimmen. That makes Yes! Und auch noch bei Babe, wie gut. Die Unterhaltung ist äußerst fesselnd. Perfekte Konversation. Sehr gut. Ansehen. Gerald always says I resemble my mother. Though I just have to take his word for it. Was? Gibst du da eine Scherzen? What is it? People call this color ash, though I can't say I agree. Either way, that's how I got my nickname. No. What is it? You're looking well. Erstmal ein Schlückchen trinken. People kann ich call gar this nicht so color machen. ash. Ja. Hello there. You're looking well. Was bringt das, was ich hier gerade mache? Okay, ich kann die aber gar nicht so machen. Ich kann nur noch hier machen. Oh, jetzt hast du wohl keinen Bock mehr. Doch, das kann ich wieder. That makes sense. No. Okay, magst du nicht. Okay, gehen wir zurück. Ein Geschenk geben. Ich hab dir das hier geben könnte. Doch, ein Trainingsgewicht und Monarchfluss und Landschaftsgemälde. Ich schenke ihr das Bild eines Sees, weil... I appreciate the thought. Ah, gut. Und dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze mal. Jawohl. Thank you. That was new. Ausgerechnet bei ihr machen wir ein perfektes Date. Ha! Das kann ja gar nicht besser laufen. Durch die Expedition hat sich der Charme von Lana und Beilev erhöht. Wie gut. Gut. Unterstützung. Habe ich vieles Gespräch.
Edelgard haben wir. Beilev ist gesperrt. Warum auch immer. Leonie ist gesperrt. Toll. Jamie ist immer noch nicht voll. Marianne auch noch nicht. Constanze auch noch nicht. Mercedes auch noch nicht. Wir haben tatsächlich nur Edelgard für Lana. Okay, wir nehmen uns das auf und machen erstmal... Den haben wir noch einer. Dorothea und Petra. Okay. Machen wir die beiden, oder? Let's go. Die haben zwischendurch auch noch ein bisschen it feels wonderful to Punkte be out bekommen. on the town again. Wouldn't you agree, Petra? I would. It has been one battle after another battle. It is feeling good to rest. I know, right? I'm glad we stopped here. Just look at the market. So many stalls, so much life. This town must have been sending many soldiers to the war. I was thinking it would be filled with gloom. But the townsfolk are keeping high spirits. This is a good thing. Commoners are a lot more resilient than you think. It doesn't matter if there are arrows whizzing by their shops or if there's a new lord to serve. They know how to adapt and carry on. Of course, it's different if they've lost family. Ah, yes. In Brigid, everyone is family. We fight as sisters and brothers. And are mourning each loss. One big family, huh? Can't say that for Fodlan. It's a beautiful idea, but it must be awful in wartime. I can't imagine feeling like I've lost a sibling every time a person dies. Yes. Times of war bring much sadness. But I am also thinking that war is less common. We are not squabbling over land or property, because it is already belonging to all. That sounds wonderful, Petra. Aber auch utopisch. We are only squabbling over who is sitting on the throne. Oh, and lovers. Oh, so that's where things get messy. Juicy. Boy, ladies, ain't safe for a couple of prim skirts to be out here alone. Why don't you come with us? Ich glaube, die beiden könnten euch mit einem kleinen Finger platt machen, Leute. Keep walking, boys. Not interested. Shut up and move, girlie. Es war ein Fehler, Kollege. What the? Watch out, Dorothea! This one has skill! Well, that was incredibly uncivil of them. Are you all right? You aren't hurt, are you? I am well. And you? Not a scratch. I'm so relieved those brutes didn't mess up that silky face of yours. But I am not wearing silk upon my face, Dorothea. No, I'm talking about your skin. It's lustrous and smooth, you know? This is a strange comparison. Silk is easily damaged. My skin has strength. Here, feel. That's all right. I can tell just by looking. Then you are knowing that my skin is like steel, not like silk. I am thinking we should be taking more care from now on. You are precious to me. I do not want to be losing you to thugs. One of them was a capable fighter. Please take my apologies for placing you in such danger. If anyone is trying such a thing again, I will be keeping you safe. Hey, you're special to me too, you know. And no one's gonna lay a finger on your head while I'm around. Ich kann sagen, die kann ich auch selber ganz gut verteidigen. Gut. Dann sind Hilfe, wir jetzt dran mit Edelgard. Die finale Runde mit Edel. Ich habe schon wieder vergessen, worum es eigentlich ging bei den beiden. Good news. We've Ich glaube, irgendwas in unserer dislodged Vergangenheit. foothold those who slither in the dark held in Empire territory. Good news? That's great. So that soldier was one of theirs after all, huh? He was. It's uncanny how you managed to identify their agents so precisely. Ordinary spies would be one thing, but these villains are another entirely. I'd like to say it's just intuition, but there's more to it than that. It's my power. Their magic is almost identical to the one I use, so it's not hard for me to pick up on. Guess we have Hubert to thank for connecting the dots between the two. How strange that you would hold such an important key. The more I look back, the more I realize, without you among our ranks, I may never have broken the stranglehold those who slither in the dark exerted on the Empire. Ich weiß nicht. Ich hätte es auch so geschafft irgendwann. Me? What did I do?
Our hidden foe was deeply entrenched in almost every facet of Adrestian society. The two were almost inseparable, and so I turned a blind eye to the lives that were being lost to their cruel designs, opting instead to focus my energy on preparing for war. But then you came along and helped show me a way to kill two snakes with one stone, as it were. Warum schreibt man auf Deutsch hin, mich zweier Fliegen eine Klappe erledigen zu können, wenn es auf Englisch sagt, stroke two snakes with one stone? Wie kommt man von zwei Schlangen und einem Stein auf zwei Fliegen einer Klappe? Ist wahrscheinlich korrekt so, ja, aber wenn man auf den Wortlaut geht, ist es halt eine interessante Frage, oder wie man darauf kommt. Aber gut, kann auch nur mir so gehen. You were the cog that was missing from the turnwheel, the one final push that urged me to act. Das ist auch wieder so ein Satz. Du hast das fehlende Puzzleteil, sie redet aber auf Englisch von einem fehlenden Zahnrad. Na egal. Ich verwirrt sein. Yeah, sure. Whatever that means. You can be so confusing sometimes, you know that? Forgive me. Hätte ich nicht so gefallen. You may be the only person I know who would look an emperor in the eye and speak their mind so freely. I don't know. I could totally see Ferdinand doing it too. Yes, I can see your point. It was my mistake. In any case, I'd like you to know just how pleased I am to have you fighting alongside us. You were a perfect stranger who owed nothing to the Empire. Yet you're still here. That means much. It wasn't that big a deal. I just needed some gold and figured if anyone was gonna have the coin to spare, it'd be the Empire. You know, some things are best left unsaid. Oh, and you were really quick to compliment me back at the academy. That left an impression for sure. I mean, most nobles don't give us mercs the time of day. But you were different. It's nice to hear you say that. And hey, I was right about you. I wouldn't be shining half as bright as I am today if I didn't hitch my wagon to yours. Trust me, no regrets here. Oh, er wird zu rot. Über die Zukunft reden, die Stimmung auflockern. Ach komm. Anyway, back to it. Victory is so close I can almost smell it. And I'll be right here by your side the rest of the way. No stopping till we've united all of Fodlan. We will reach the end of this path soon. All of us. Together. Ja, mit Hubert, der nicht sterben konnte. Mann. Beim Rest ist es mir recht so, dass sie nicht draufgehen. Aber das? Das hat mir doch gestört. So, hier ist keiner mehr, der sonst noch Gespräch hat. Gut. Dann haben wir noch keinen Platz mehr für Blablabla. So. Nehmen wir alles mit. Alles. Perfekt. Tschüss. Und eine Einrichtung ist erweiterbar. Was denn? Taktikakademie. Erforsche fortschrittliche Techniken der Heilkunst und ermöglichte einer Einheit in der Taktikakademie den Einsatz von Elixieren freizuschalten. Anzahl der Einsätze. Ja. Komm, dritter Trank. Einen dritten Trank in Ehren kann niemand verwehren. So. Noch 2 Trainingspunkte. Die nehmen wir auch noch schnell mit. Wenn wir eh gerade hier unterwegs sind. Gute. Ja, Klappe. So. Perfekt. Wir haben Tänzerin fast vollständig gemacht jetzt. Beilev hat bald den 2. Stern bei ihrer Klasse. Und Edel bald vollständig die andere Klasse gemeistert. Leonie und Monika sind noch gut dabei. Monika ist jetzt Falkenritterin übrigens. Der Rest ist so geblieben, wie er ist. So, kann ich denn nochmal, wenn ich gerade da bin, kann ich denn schon wieder eigentlich mit der Dings, mit der guten Leonie noch eine Aufgabe machen? Weil das letzte Mal, ja, ich darf wieder, okay. Nehmen wir Leonie mit. Und die gute Shamir, damit die auch mal voll wird. Counting on you both. Sure, I can help.
I always get the job done. And I'm thorough. Und unsere beiden neuesten Dämlichkeiten auch mal langsam und sicher den A-Rang erreichen. Oh, die beiden haben C erreicht. Cool. Eine neue Auszeichnung ist verfügbar. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Da ist Marianne dabei und Konstanze. Sehr gut, dass die beiden auch mal ein bisschen weiterkommen. Jetzt mache ich mal das immer offscreen. Aber weil wir gleich in einer langen Sidequest wahrscheinlich drin sind, habe ich mir das schmeiße ich so vorne dran und mache so ein bisschen Lagerstuff noch. Es gab ja auch vorne dran schon eine Story-Szene, die zwischendrin kam beim hier Durchspielen von Kapitel 13 bis zur Hauptschlacht. Ja. Also das ist wieder eine etwas längere Folge. Aber das ist ja auch nichts Schlechtes, nicht wahr? Gut, dann haben wir die Archini. Was war das hier? Das war das. Wir haben eine neue Auszeichnung. Hi Gude. Was gibt's für uns jetzt Spannendes? Goldbeutel L. Gut, Dankeschön. Und dann gehen wir in die Schlacht. Jo. Wir wollen die Nebenquest machen. Ein Grund zu kämpfen. Gerald und Byleth wurden angeheuert, um Wilderer in der Nähe von Dorf Sauin zu vertreiben. Leonie schließt sich ihnen an, um ihre Heimat zu verteidigen. Dafür gibt es bei S-Rang Sauin Bürgerwehr. Wollen wir mal machen, ne? Ist ungewohnt, darüber gucken zu müssen, um zu lesen. Wenn ich meine Kamera im Bild habe. Ich muss mir woanders hinpacken, ich weiß noch nicht ganz genau wohin. Vielleicht ändere ich auch das Format ein bisschen. Mal sehen. Schön. Irgendwie verschluckt gerade. That's the trouble with poachers. You never quite know where they are. Well, we've hit every likely hideout, so I'm guessing we cleared them all out. I'm glad you were here, Leonie. You really know the lay of the land. Well, Sawen is my home. But you've been here before too, Captain. Sure, but that was a long time ago, and I don't remember it all that well. Ill news, Captain. Another group of poachers has taken hostages from a neighboring village. These people are a disgrace to poaching. Saying so makes it sound like you believe there was some honor in the activity to begin with. These hostage takers must be friends of the poachers who were just here. According to the people of the village, they were involved in kidnapping as well as poaching. They made it sound like more than a few people have been taken from the surrounding villages recently. Sawn too? Yes, they said there was one. Oh, it makes me so mad. These folks sound like bad news. We'd better do something before these new victims are dragged off and never heard from again. House Gloucester's orders were to deal with the poaching issue in Sawen. We did that. Our work is done. How can you be so cold? If you see someone in trouble, you help them. That's just basic decency. I don't see anyone here. Do you? Hat sie erstmal recht. Ich sehe da auch niemanden außer uns. You know what I mean. Easy, Leonie. The kid was just stating a fact. I'm sure no harm was intended. How could you possibly raise such a cold and unfeeling person, Captain? I wasn't always the best dad, I admit. Perhaps we should shelve this conversation for now and determine our next move? Plenty of villagers helped me out the last time I was in this neck of the woods, so it's only right I pay it back. Plus, I'm not just gonna sit by while poachers run wild in my apprentice's home turf. Captain! But we can't linger long. We track down the bad guys, free the hostages, and go home. Got it? Jawohl. I knew you'd do the right thing. You don't have any connections here, so it's your call if you want to pitch in or not. Nobody will think worse of you if you decide to duck out on this little goose chase. Ihr kommt mit, ist doch klar. I'll come. I wouldn't want anything to happen to Leonie's home. Good to know I can count on you at least. Der Blick, ich bring dich wenn du schläfst. Manage without me, but many hands make light work and all that. Then let's roll. Leonie, you're in charge. Leave it to me, Captain. Now, enough deliberation. The time has come for plain old liberation. Sure. Right behind you. Bin mal gespannt, ob ich es noch schaffe, dass irgendwer aus Versehen stirbt. Ich glaube im Moment nicht dran, aber ey, wer weiß. Wow. Okay, Byleth ist direkt bei einem Bewohner, das finde ich gut. Und Leonie und ich sind da unten, aber das eine kommen beide nicht rein.
Ja, das ist ungünstig, sag ich mal, ne? Ein Verbündeter wird besiegt oder ein Bürger wird besiegt. Na gut. Ja, oh, das sieht für mich ja nicht so gut aus da unten. Das ist nicht so schön. Ja, gut, ich gehe da oben und Leonie geht da unten. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Okay, let's go, Leute. 9 Minuten haben wir für den S-Rang. Das schaffen wir. Okay, ich gehe nach oben. Du haust mal hier drauf. Und du haust mal da drauf. Ja, der ist 11 Level höher als du, aber das packst du schon. Wow. Und ich box mich hier unten irgendwie durch und dann komme ich hier irgendwie rum und ja, passt schon. Let's go. Leonie macht da unten ein bisschen was und will. Blödes Viech, du bist zu schwach, geh weg. So, hau ab. Brims. Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal ein bisschen in Stärke investieren und bei Anna ein bisschen Geld ausgeben. Ups. So, du komischer Bollwerkskommandant, komm mal her. Komm mal ran, geht auf einen Zentimeter. Hä? Ich hab dich jetzt getroffen, ich war an der Seite. Ich war nicht mal in der Nähe von dem blöden Tornado. So. Also voll machen welche Tänzerklasse auf jeden Fall nochmal, aber vielleicht werde ich dann zwischendurch mal auf... Oh, sehr gut. Can't say I do. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Tschüss, Basiskommandant. So. Ich muss ja noch gleich mal der guten Leonie helfen. So. Sehr gut gemacht, Gerald. Du hast da oben besetzt, dann kannst du gleich mal weitermachen mit dem nächsten Gegner da unten. So, Beilev, was machst du gerade? Du hast da hinten deinen Spaß. Oh, komm, mach den Blatt. That makes sense. She would have been too young, and I was with the Knights of Ceros. So, Bums. Besetzt. Sehr gut. Ich besetze dann mal das hier, ne? Oh, keine Zeit. Zack, bumm, zack, bam. So. Hat er überlebt. Jetzt sind die mein Arsch nicht kaputt. So, okay. Eine Totenpriesterin. Gut. Beilev, du könntest mal den nächsten hier unten auslöschen. Was ein Glück habe ich gerade noch in Tränke investiert, dass ich mehr davon dabei haben kann. Aber ich werde wirklich noch ein bisschen bei Anna einkaufen zwischendurch und mal die ganzen Items holen für Verteidigung und Angriff und so hoch. Um Lana mal so richtig fett zu pushen. Okay. Jetzt haben wir hier oben so ein bisschen aufgeräumt. Dann mal auf zu Leonie, dass wir dann den beiden Bürgern helfen können. Denn die sollen ja auch nicht draufgehen, nicht wahr? Wir haben 9 Minuten insgesamt. Beilev hat die Erzritterin besiegt. Sehr gut. Dann geht Beilev weiter Richtung Süden.
Ich weiß, ich kann einfach zu Leonie rüberwechseln und manuell mit ihr kämpfen, aber wir können uns ja dann... Oh, Alter. Ihr macht einen echt guten Job. Ihr räumt da oben echt gut auf. So, der nächste ist dran. Ich frage mich auch nicht, warum sich Leonie so schwer tut. Level Up für Leonie, Level 51. Sehr gut. Hey, we're being raided! Don't just stand there with your mouth hanging open! Attack! Okay. Leonie, schaffst du das? Da unten. Kriegst du die kaputt? Ja, kriegst du. Okay. Ich schick dir auch Verstärkung. Oh. Nee, bleib einfach da oben. Und du hast da oben. Okay, weißt du was? Ich mach das hier schnell kaputt und dann kommst du dir runter. Well, we've drawn them out. Now's our chance to rescue the hostages. Okay, let's take care of any enemies who held back and rescue those hostages. Oh, der hat viel zu viele Angriffe. Guess we should mop up the rest of them, huh? Please, Captain. Die ganzen Einblendungen zwischendurch bringen mich auch voll aus dem Konzept, Mann. Hör auf damit. Now, I'm a mercenary. And really have come a long way. You? Weak? That's hard to imagine. All right, take it down. Gerald ist ein Nachteil? Hä? Achso, weil die den Rapier hat. Ja gut, dann Gerald, verpinkel dich mal. I've got your back. Initiating the operation. Hey, das Let's passt. go, everyone. Du bist da unten noch am Spielen. Sieht aber auch nicht so gesund aus. Ja, ich komme gleich hoch. Keine Sorge. So. Wow, I guess all that combat experience comes in handy. Beine prügeln sich da einfach durch, finde ich gut. Don't get cocky. Hält sie mal kurz, Leonie, ne? Und BAM! So. I didn't realize Gerald was into strategy. Always struck me as more of a hit him until they stop moving sort of guy. Das wäre eher ich. Underhanded even. He does whatever it takes to win. So. I think of you and Leonie as my siblings. All of us were raised by Gerald after all. Which would make you... what, Alois? An older brother? Komm, jetzt fall um. Apologies, but I could use a hand. Ja, sofort. Ich muss Leonie gleich erstmal irgendwo hinschicken, wo sie nicht drauf geht. Okay, Leonie, du musst dich mal ganz kurz heilen gehen. Oh, scheiße, ich bin ein bisschen vergiftet, glaube ich. We can't let this stronghold fall. Okay, wer will da mal? Wer hat noch nicht? Setze die Bollwerke. Ja, gut. Alles klar. Gut, du gehst nach unten. Dann mach du das mal. Ich gehe kurz nach oben und helfe Alois, ne? Ich gehe doch nicht dahin. Beinef! Was machst du?
Nein, scheiße. Oh, was ist denn jetzt kaputt? Initiating the operation. Let's go, everyone. I'm on it. Look, I should be able to withstand this. So. Puh. Hauptmission erfolgreich. Sehr gut. L56 für uns. Passt, perfekt. Hey, you're Leonie from Sawen, right? Wow, you've really grown up. Thanks for the help. I'm surprised you recognize me. Though maybe I don't look all that different. Looks like everyone from the village is okay. Just have to get them to a safe place now. No way we're just gonna let you walk out of here. Toll. Get him! Ah, was ist jetzt kaputt? Was ist denn hier los? The hostages are in danger. I've got you now. Scheiße. Seems like only yesterday you were just a little kid. I know it seems. Ah, was ist denn hier kaputt? Wo ist denn Alois jetzt hin? Ach, der ist hier. Ja, ich kann ihn nicht retten. Ich komme da never ever hin. Initiating the operation. Let's go, everyone. Und ich kümmere mich um den Rest da oben. Yesterday to you, but I've done a lot of living since then. Captain, was it too much work taking me on as an apprentice? Nah, I mean, I gotta do something to fill the time, right? So, nein, mach doch. Ah, Gott. Nein! Irgendwer ist gestorben! Das hat doch nicht wahr sein! Ja, wer ist denn jetzt gestorben? Deswegen haben wir jetzt verkackt, wegen wem? Ah, was rennt der auch in die Leute rein? Voll Idiot, ey. Ganz... Oh, wegen diesem Spaten. Das gibt's doch nicht. Wegen diesem selten dämlichen Spacken haben wir jetzt die Mission verloren. Das gibt's doch nicht. So eine dumme Sau. Ich hätte immer dunkel die Lampe langsam angemacht. Was ist das zum Kotzen? Kannst du Spacken nicht einfach nach oben bleiben? Dämlicher Versager, dämlicher. Muss man eine andere Klasse wieder wählen, das hat so keinen Sinn. Brauch einfach mehr Power. Nicht am schlausten verkehrt. Klasse wechseln. So. So. Okay. Okay. Gleicher Plan wie das letzte Mal. Und Alois, ich schwör's dir, wenn du wieder in die Leute reinrennst, die du nicht besiegen kannst, dann bring ich dich persönlich um. Wie kann man so dämlich sein wie dieser Vogel? Jetzt mal im Ernst, der ist zu dumm zum Scheißen. Aber er will unbedingt mitmachen. Ja, merkt ihr den Unterschied? Wir sind einfach viel schneller jetzt. Du stellst dann einfach viel härter rum. Ich mag Tänzerin sehr gerne. Aber ich glaube, das ist eher was für Doro. Ich glaube, wir brauchen einfach die Power hier. Es geht nicht anders. Speedrun hier.
So, tschüss, tot. Bams. Weiter geht's. Nächster Wyvern-Depp. So. Can't say I do. So. Bams. Wisst ihr was? Ich gehe diesmal gleich zurück. Wobei, nee. Wir gehen diesmal gleich zu Alois hoch und retten den direkt. Weil der Vollidiot sowieso wieder Scheiße baut. That makes sense. She would have been too young. I was with the Knights of Ceres. So. Genau, wo du wohnst. So. Ah, du gehst direkt zum nächsten. Was macht Beilev? Beilev geht direkt mal hier runter. Wir brauchen dich dann gleich da unten. Ich gehe mal eben Alois retten hier. Weil der ist nämlich wirklich zu blöd zum Scheißen. Und er rennt wieder in die Leute rein, die er nicht schlagen kann. Ja, hat sich schon gerettet. Bau jetzt noch keine weitere Scheiße, sonst werde ich echt wütend. Und das willst du nicht. Au. Gut. Leonie, du musst hier rein. Beilev, du musst da unten rein. Well, we've drawn them out. Now's our chance to rescue the hostages. Okay, let's take care of any enemies who held back and rescue those hostages. Boah, was ist denn jetzt kaputt? Boah, ich hab... Boah. Ja, das kann ich auch. Pass auf. So. Wie viele Totenpriester hier rummachen, ne? Gut. Wir bräuchten hier unten noch wen, der da eigentlich aufräumt. Aber ich kann Alois nicht alleine lassen, weil der sonst drauf geht. Der ist halt unfähig. I didn't realize Gerald was into stratagem. Always struck me as more of a hit him until they stop moving sort of guy. Oh, he's strategic when he needs to be. Underhanded even. He does whatever it takes to win. Too easy. You grow more powerful each time we meet. I think of you and Leonie as my siblings.
All of us were raised by Gerald, after all. Which would make you... what, Alois? Our older brother? Du sagst mir aber nicht, er hat jetzt noch was gefunden, wo er wirklich draufgehen könnte. Beile, was machst du gerade? Du spielst darum. Okay, ja, wie sieht's aus bei dir, Leonie? Passt. Ja, geh irgendwo hin, wo du nicht sterben kannst. Ich hab keinen Bock, wegen die Idioten schon wieder die Mission zu verkacken. So. Wo haltet der jetzt hin? So. Ich helfe dir mal ganz kurz, ne? So. Hey, you're Leonie from Sawen, right? Wow, you've really grown up. Thanks for the help. I'm surprised. So, warte, bevor wir irgendwas Dummes machen, ne? Verteidigen. Beile, bleib bitte mal dabei, der da unten. So, boom. Ich gehe jetzt schon hier oben aufräumen, dass dem Idioten nichts mehr passieren kann. Just have to get them to a safe place now. No way we're just gonna let you walk out of here. Get out! I almost admire how persistent they are. The hostages are in danger. No, not yet. So. Puff, damit ungebraucht. So, will er mal, wir hatten noch nicht. You've become quite the mercenary. Seems like only yesterday you were just a little kid. I know it seems like yesterday to you, but I've done a lot of living since then. Okay, Beile wird alles im Griff. Captain, was it Bei too Leonie much so work taking los. me on as an apprentice? Nah, I mean, I gotta do something with overtime, right? Take you all on. No matter how much I rambled on about this or that, you still hung on my every word. Well, I didn't know how to write, so the only way to remember your lessons was to concentrate as hard as I could. Get them where they're weak, be done with it. Wasted energy benefits no one. Another of my lessons, the founding principle of the Gerald School of War. Bewegst dich mal weiter hier. Willst du mich verarschen? Okay, jetzt reicht's. Warum gehen die jetzt nicht weiter? Warum gehen die nicht weiter? Es ist alles frei, die können sich bewegen. Der geht doch zum Ziel. Hallo?
Wollen die mich verarschen? Die bewegen sich nicht mehr. Hä? In Not. Ach so, ich soll die Dings stoppen. Ja, jetzt verstehe ich's. Ich soll die Verfolgung. Weil, wisst ihr, die haben keine Verfolgung mehr. Ich habe alles freigeräumt, was da hinten dran ist. Aber weil hier noch 2 grüne Punkte sind, die leuchten, muss ich die auslöschen. Obwohl die eigentlich überhaupt nichts mit dem Ganzen zu tun haben. Willst du mich verarschen? Alter. I think we're about done here. That reminds me, how's your old man? As poor as ever, but he's healthy and happy. I remember how the two of you used to drink until the sun came up. Okay, Bylef, du hast deinen Job getan. Initiating the operation. Dann renn du doch mal nach... Oh Gott, das ist alles nichts für dich, ne? Ja, wir müssen da auch gar nicht hin. Weißt du was? Dann unterstützt mal Gerald. Perfekt. Leonie, du hast die letzte im Schlepptau. Perfekt. Der hört schon auf zu verfolgen. Passt schon. Hat das Ziel erreicht. Passt schon. Ah ne. Sie hat den Weg nicht gefunden. Willst du mich verarschen? Dickes fettes Tor kommt nicht durch. Wie geht das mit diesem Tor? Weiß ich nicht. Alter, das ist ein dickes fettes Pferd und rennt gegen das Tor. Ah. That must be the leader. Let's make him pay. Oma weh. Ich mach das jetzt klar. So. So, Banditenanführer, komm her. Bam! Tot! So, das war doch aber S-Rang, oder? Oh, man sieht mich fast gar nicht mehr. Oh, ist die Folge lang, ey! Fuck! Okay, now we're really done. Let's Und jetzt alles wegen Alois. Ich hasse Alois! Ich glaube, ich nehme den nächsten Kampf mit und schicke den einfach extra in den Tod. Und es war nicht mal ein S-Rang. Was? Zu wenig Gegner, so langsam. Ja, aber wenn ich babysitten muss, soll ich ihn machen. Ach. Scheiße da. Level 57. Ich glaube, Level 60 sollte man in der Lage sein, das Spiel zu beenden. Silberschwert plus 2. Käse. Vodao plus 7. Käse. Verfluchtes Ascherschwert. Leider auch Käse. Geld. Sehr gut. Oh Mann, ey. Gut. Will ich gleich mal Licht anmachen? Ich bin unsichtbar. I told jokes to the hostages as I delivered them safely back to their villages. You could say I had a captive audience. Gott, oh Gott, oh Gott. We've restored peace to this whole area, Captain. Thank you. Thank you, everyone. Aber ich mag die Nebenquests, weil die sind wirklich mal herausfordernd. Die machen mal was anderes. Und du musst dich auch mal um die anderen Leute, die da sind, kümmern. So wie mit Alois zum Beispiel. Aber in anderen Missionen können dir scheißegal sein, weil die gehen eh nie in Gefahr. Aber hier, der rennt ja alles rein. Das macht dann keinen Spaß. Also schon, aber auch wieder nicht. Das ist kompliziert. Mercs like us are only supposed to work for pay. But a
freebie every now and then won't kill me. Yeah, I would have regretted it if I'd gone home. Thank you for doing the right thing. I just followed orders, that's all. Well, I'm thanking you anyway. Now the villagers can live in peace. I was supposed to stay here and be a hunter with my father, you know? But once I met the captain, I knew I had to try and make it as a mercenary. My father and the rest of the village always supported me, before the academy and after. It's been a long, strange path, but I finally became a mercenary and was able to help my hometown in the process. I don't think I've ever been happier. It feels like I've repaid some debts, although not my actual debt from school. Still, I'm glad we helped you give back, instead of helping to give you back. Warum habe ich die Mission verloren, als du gestorben bist? Warum? Erklär's mir nochmal bitte. Alois, you mind reporting back and letting Count Gloucester know what happened? Oh, and don't forget to grab the reward money. Understood. I will away at once. Leonie, why don't you run along to Sawen and let everyone know things are good now? Tell them I'll stop by later. I will, Captain. Thank you, again. You two should head back to base. I've got to pay my respects to the village elder and Leonie's old man. Probably won't make it back until tomorrow. You expect them to throw you a feast, don't you? I don't know what you're talking about. Hey, yeah. That's why you sent Leonie ahead, so the villagers could prepare for your arrival. I mean, you got rid of the poachers and now Leonie's telling them you're on the way? You're practically begging them to serve you up a fancy meal. It's not like that. Although, if I get there and they just happen to have a feast ready, it'd be rude to refuse. Zufälligerweise, klar. Poor Alois doesn't even get to join in on the fun. Shame. Hat er auch verdient. Dumme Sa... Entschuldigung. Hey, that guy hasn't had a drink in years. He's not missing anything. Ja, dafür, dass er nichts zeugt, hat er sich aber ganz schön besoffen angestellt im Kampf. Now then, this is an evening for grown-ups, so you kids get on home. If anything comes up while I'm gone, you can handle it yourselves. Well, time for me to set off. Ah, there's nothing like that first drink after playing the hero. Aufgebracht reagieren, Geralds Absicht bewundern. I'm impressed with your old man. That's a savvy move right there. I'll have to follow his lead someday. You would emulate him? Probably not, now that you're asking. Well, guess us kids should shut up and head home. Maybe hold hands so we don't get lost. Must we hold hands? Warum nicht? Only joking. I swear, the only thing duller than your blade is your sense of humor. Gut, dann möchte ich die Folge mal beenden, Leute. Und in der nächsten Folge gibt es dann das Finale von Kapitel 13. Die Festung Mercius. Level 48. Na gut, wir sind drüber, das passt schon. Vielleicht level ich auch noch mal ein bisschen nach. Andererseits ist es ein bisschen cocky. Bisschen teuer. Egal, ich guck mal. Auf jeden Fall jetzt Folge beenden. Also in dem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen oben, ein Abo, das würde mich sehr freuen und mir sehr helfen. Ich weiß, die Folge war urig lang, das war überhaupt nicht geplant. Ja. Aber muss auch mal sein. In diesem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.